Das erste Audax-Brevet, bei dem du die Wahl hast, ob Straße oder Gravel. Das 200 Kilometer Brevet, ein Brevet, 2 Strecken. Willkommen! Hier in Kiel ist der Startpunkt von diesem neuen Typ von Brevet, erstmals wohl in Deutschland und recht einzigartig. Also jeder Teilnehmer kann hier wählen, ob er Straße normal mit dem Rennrad fährt oder mit dem Gravelrad eine Gravelstrecke wählt. Die Checkpoints sind identisch für beide Typen und man könnte sich sogar unterwegs umentscheiden und dann von Straße auf Gravel oder umgekehrt wechseln. Ja, Stefan spricht hier nochmal vor der Mannschaft vor dem Start, gibt die letzten Hinweise noch für die Strecke. Claudia ist gleich auch nochmal zu sehen, genau, vorne wo das Tor aufging, da steht Claudia. Und weit oben in Schleswig-Holstein, da geht's einmal auf diese Halbinsel da Richtung Heiligenhafen. Also ab Ziel startend hier in Magenta und Rot gehalten, der Track für die Straßenfahrer und in Grün der Track der Gravelfahrer. Teilweise überschneiden die sich und dann immer wieder haben die ein bisschen einen anderen Weg vor sich. Geht dann also über Hohwacht, an der Hohwachter Bucht nach Heiligenhafen und dann Richtung Süden nach Grömitz, dann Richtung Plöner nach Malente. Ja, Streckenprofil sehr flach, 1000 Höhenmeter gerade mal. Hier habe ich mal von ein paar Teilnehmern den GPX-Track besorgt. So eine Animation gebaut, dass man dann sieht, wie sich das Feld nachher verteilen wird. Also zu Anfang ist es ja meist doch ein bisschen kompakt und dann vereinzeln sich denn die Fahrer immer mehr im Laufe der Zeit. Ja, CS kann sich jeder denken. Carsten, ganz vorne weg. Claudia ist hier in Magenta auf der Gravelstrecke. Carsten fährt die Straßenstrecke. Carsten schon weit hinter Grömitz. Es sind noch ein paar Fahrer da von Heiligenhafen südlich unterwegs nach Grömitz, dem Ostseebad, ja an der Ostsee. Finde ich ganz interessant anzuschauen. So, Carsten ist im Ziel, der Rest folgt dann langsam hinterher. Ich glaube, so die letzten kommen dann so um 21 Uhr im Ziel an, haben sich ein bisschen Zeit gelassen. Und das sind jetzt so die ersten Meter von Kiel ab. Ich habe hier nur relativ schnelle Schnitte gemacht. Das ist nur so eine Art längeres Intro oder so eine Kurzfilmversion. Also ich baue dann irgendwann nochmal eine für die, die dabei waren, die dann ein bisschen ausführlicher die Bilder zeigen von unterwegs. Oben eingeblendet seht ihr dann auch beide Strecken, also grün Gravel, grau die Straßenstrecke und dann in jetzt so gelb oder in rot in einen Punkt eines Fahrers und dieser schwarze Schweif hinter dem Fahrer, das ist dann immer die Streckenlänge, die in der letzten Stunde zurückgelegt wurde. Auto! Da oben auf diesem Hochplateau. Genial. Richtung Rest. So schön. Ja. Das Wetter war recht durchwachsen, also angekündigt war doch Regen und wir hatten auch wieder relativ viel Wind und die erste Zeit weht er von hinten und dann, wenn wir von Norden, von Heiligenhafen Richtung Grömitz, Richtung Süden fahren, werden wir ihn noch ziemlich heftig von der Seite haben mit 55 Stundenkilometern und der Rest von Grömitz nach Hause wird also mit doch üppigem Wind von vorne dann also ein recht anstrengender Teil der Strecke werden. Also mich wird da auch ziemlich erledigen dann. Aber der Anfang ist noch trocken, zwar kühl. Wir fahren recht kompakt in den Gruppen.
auch mal auf der Kamera hier. Das Alex. Ja, die beiden haben wieder traumhaft schöne Strecken ausgesucht. In Schleswig-Holstein ist ja auch oft so, dass wir Straßen nicht so überfüllt haben mit Autos, also man hier wirklich klasse Fahrrad fahren kann. Und so konnten wir auch die meiste Zeit in Zweierreihe fahren, mitten auf der Straße, ohne den Fußweg zu nutzen. Und so ging es langsam weiter Richtung Hohwacht. Also jeder kann ja mit einer analogen Karte fahren, also diese gelbe Brevet-Karte, die dann einen Stempel bekommt bei den Checkpoints, einmal Uhrzeit und Datum. Oder man fährt mit der digitalen Brevet-App, macht dann immer eine Positionsbestimmung, lädt die hoch, macht dazu ein Beweisfoto und lädt das hoch. Diesmal bin ich dann mit beidem gefahren, um das so ein bisschen zu dokumentieren. Wie wir sehen, ja, Regen ist noch knapp der erste Guss an uns vorbeigegangen, aber es wird sich ändern. Der nächste wird uns voll erwischen. Also ihr fahrt weniger Watt. Ihr fahrt mit weniger Watt auf dem Fuß. Ja, nur geradeaus. Aufwärts fahren wir mit mehr Watt auf dem Fuß oder gleich viel, weil wir schwerer sind. Aber du bringst auf dem Liegerad weniger Leistung. Grömitz bin ich dann mit den 3 Liegerädern mal mitgefahren. So, wenn man den hinterher fährt, ist also kaum Windschatten zu spüren. Und was Die wiegt dein werden Ding jetzt? unheimlich guten Der hier CW-Wert 30 haben. Kilo. Das ist nicht so Das viel ist, mehr. das ist aber schwer. Ja? Also die Rennfraktion, die tunt das Ding hier runter bis auf 10 Kilo. Wow. I wanna be a star on YouTube. War wirklich sehr schön anzuschauen, wie die dann zu dritt als Trupp dann da geschwind irgendwie über die flache Straße sausten. Und so sind wir dann in einem relativ kleinen Trupp mit 3 Rennradfahrern und 3 Liegeradfahrern durch diese schönen Straßen mit Alleen, mit ein paar Knicken weiter Richtung Heiligenhafen gefahren. Bundesstraße original. Hab mich dann irgendwann ein bisschen zurückfallen lassen, bin dann wieder in eine Rennradgruppe reingegangen. Das ist jetzt so kurz vor Heiligenhafen und die erste dunkle Wolke direkt voraus. Also nur noch eine Frage der Zeit, bis dann auch das erste Wasser uns erwischen wird. Und wir fahren auch nicht mehr kompakt, also jeder so ein bisschen eher einzeln oder in kleinen Zweiergruppen. Oh, der erste Regen ist da. Und dann gab es erst ein paar Minuten Regen. Nehmen wir uns die Ost. Vor uns schön dunkel alles. Und dann kam der Hagel. Dann knallte das auf Auf dem der Helm und Seite ist trommelte alles hell. ordentlich. Wir fahren hier genau an der Regenkante lang. Schau mal, ja. Check. Ja, und der Trupp vereinzelt sich immer mehr. Und für alle ging es langsam nach Heiligenhafen rein zur zweiten Kontrolle. Ja, im Moment bin ich ganz froh, dass ich alles schön eingepackt habe. Der Weg ist noch ein bisschen länger bis nach Haus heute Abend.
Bei dem stand ich wirklich daneben, wir sind zusammen gefahren ein Stück und dann, ja, also gehört habe ich es nicht, aber man merkte sofort, wow, Luft geht raus. Obwohl du ja echt so ein Profil hast. Felge fast auf dem Teer. Ja. Und die Mäntel sehen nicht billig aus. So. Die sind irgendwie nur... Oh, scheiße, ne? Bis noch her? Ich habe ihn danach auch nicht mehr wieder gesehen. Er hat wohl sicherlich ein bisschen gebraucht, da das zu flicken. So, die ersten kommen schon wieder zurück. 100 Meter. Ja. Und nach 86 Kilometer dann die zweite Kontrolle. Hat mein Navi, denn weil ich vorher in der Gruppe war, mein Navi gar nicht genutzt hatte, erstmal das Navi wieder aktiviert. Und da die Einstellung gemacht, dass ich auch was sehen kann. Dann wieder gestempelt, digital und analog. Und die meisten haben sich präpariert, dicke Regenklamotten an, Regenhose, Stempel von euch? irgendwas für die Schuhe, Gamaschen oder ich habe Tüten genommen. Und der Wind, wie zu sehen, ja, der wird uns gleich schön von der Seite anpusten. Geht also jetzt weiter. Immer so 40 Kilometer Abstände haben die Checkpoints zwischeneinander. Also Richtung Süden jetzt, Richtung Grömitz. Ja, die finde ich auch klasse. Im Regen, mit richtig kräftigem Wind von der Seite. Musste man also gut seinen Lenker festhalten. Lenker den gut festhalten. Weiß ich, man kann vielleicht die Kraft hier in den Windrädern sehen. Das ist das Ostseebad Grömitz. Hinten im Hintergrund dicke, dunkle Wolken. Die werden uns aber nicht mehr erwischen, die sind schon, also vielmehr, die haben wir schon mitgemacht. Da hinten ist aber verdammt duster. Da ist das wohl. Da sind noch ein paar Rennräder, hier sind wir richtig. Und so waren es zumindest im Trockenen hier in Grömitz einen längeren Aufenthalt gehabt. Also wieder stempeln. Danke Ihnen. Die 3 Liegeradfahrer machen sich wieder langsam fertig. Andere ziehen sich um. Einige hatten Ersatzklamotten mit, haben sich dann also wirklich frische, trockene Kleidung angezogen. Wie der Fixie-Fahrer hier, der mit dem Bahnrad unterwegs war. Und das waren so die ersten kurzen Eindrücke von der ersten Hälfte. Bisschen ausführlicher wird es dann später. Bis zum Ziel habe ich dann jetzt hier nichts mehr reingeschnitten. Ja, was sehe ich da? Ein Gravelist, der mit Hochdruck sein Rad sauber macht. Hast du das echt gebracht hier? 1 Euro rein und dann Hochdruck das rote Rad. Nee. Ja, auch eine Idee. Geht das vielleicht sauber ins Auto, das Ding? Ich mache mal ein Foto. Ja, nochmal meine Beweisfotos hinten mit Carsten im Hintergrund. Und die anderen Checkpointe immer mit Regenjacke und Regenhose. Und ja, die Plastiktüten habe ich mal in den Schuhen gelassen. Letztes Mal hier über die Schuhe auch noch. Aber da goss das ja noch mehr. War so eine wundertolle oder wunderschöne Idee,
dass man mal so zum ersten Mal in Deutschland Gravel und Straße parallel durchführt in so einem Event. Es wurde auch, glaube ich, sehr gut angenommen. Könnt mir vorstellen, das macht Schule. Es werden auch andere Standorte anbieten, dass man also Gravel pro Straße machen kann. Dann freut euch auf den längeren Film, der dann irgendwann kommt, wenn die Serie vom letzten Jahr durch ist. Danke fürs Zuschauen.